Die Natur wird zurzeit in vielen Teilen der Welt als Rechtssubjekt anerkannt. In dieser neuen sogenannten Earth Jurisprudence wird die Natur von einer Ressource und von einem Objekt in ein Rechtssubjekt verwandelt. Als neues Rechtssubjekt kann die Natur vor Gericht sprechen, beziehungsweise zum Sprechen gebracht werden. Durch Menschen, die die Natur vertreten und ihre Schädigung beziehungsweise ihre weitere Schädigung verhindern wollen. Wie hören Menschen der Natur in der Form von Flüssen, Gletschern, ganzen Ökosystemen zu? Und wie können die Rechte dieses neuen Subjekts eingefochten werden? Warum verstehen wir die Natur als Objekt und nicht als Subjekt? Und was hat das mit Privateigentum und Kolonialismus zu tun? Was heißt das Recht zu dekolonialisieren und was bedeutet es, den Menschen- und den Naturbegriff umzudenken? Als wir uns am Anfang mit Rights of Nature beschäftigt haben, hatten wir, glaube ich, oft das Gefühl, dass es eine sehr neue Idee irgendwie ist. Dabei, wenn man eigentlich zum Beispiel ins Mittelalter schaut, auch in Europa, ist es gar nicht so unvorstellbar. Da gab es nämlich zum Beispiel 1386 ganz viele Tierprozesse, wo es zum Beispiel um Schweine ging, die Kinder getötet haben. Und die wurden dann auch vor Gericht gestellt und teilweise zum Tode verurteilt. Und bei manchen Prozessen sollten dann sogar andere Schweine bei der Hinrichtung zuschauen, um sozusagen daraus zu lernen. Also offenbar wurden Tiere dann teilweise sehr als Subjekt gesehen, das sogar lernfähig ist. Bei anderen Fällen ging es zum Beispiel 1478 in Bern um Holzwürmer oder um Käferlarven, die zum Beispiel einen Bischofsstuhl zerstört haben und die wurden dann zwangsumgesiedelt. Vor Gericht wurden die aber sogar von Menschen auch verteidigt. Einen anderen Bezug oder einen anderen Einbezug der Natur in Gerichtsprozesse gab es zum Beispiel bei sogenannten Gerichtsbäumen. Das waren dann häufig alte Bäume und sehr mystisch behaftete Bäume schon aus vorchristlicher Zeit. Und unter denen wurden Gerichtsprozesse abgehalten. Es gab dann zum Beispiel das Juridicum subtilia, also das Gericht unter der Linde. Und Linden galten dann als besonders heilig und sollten dabei helfen, die Wahrheit zu finden. Also da sieht man auch schon so eine Art Rights of Nature, wo Natur durchaus als Rechtssubjekt angesehen wurde und auch vor Gericht verteidigt oder auch angeklagt werden konnte. Mir begegnete bei der Recherche immer wieder der Begriff Dominion und während wir uns gemeinsam Ausschnitte des Rights for Nature Tribunals anschauten, tauchte der Begriff auch immer wieder auf. Tom Goldtooth, ein Mitglied der Rights of Nature Tribunals und selbst Indigenous Activist und Gründer der Indigenous Environmental Network, schreibt zum Beispiel in einem seiner Artikel: The basis for what I call the industrialized mindset in the dominant Western society is the Judeo-Christian tradition of dominion over all things. This means that the world was created for the use of people and that people are to have final say in how it is used. Auf einen vermeintlich judeo-christlichen Ursprung wird an späterer Stelle auch noch einmal eingegangen. Das hat mich dann dazu veranlasst, mir diesen Begriff ein wenig genauer anzuschauen. Die koloniale Vergangenheit Europas ist im Kontext von verschiedenen Konzepten von Natur und dem Dominion-Begriff ebenfalls sehr, sehr, sehr relevant. Erstmal möchte ich einmal kurz auf zwei Definitionen von Dominion eingehen. Als Dominions bezeichneten sich bis 1939 die kolonialen Herrschaftsgebiete der britischen Krone. Darunter fielen die kolonisierten Gebiete Kanada, Australien, Neuseeland, Südafrika, Irland und Neufundland. Der Begriff Dominion an sich ist lateinischen Ursprungs. Dominium bedeutet Herrschaft, aber auch Besitz oder Eigentum. Und Dominari bedeutet herrschen. Dominus bedeutet Herr oder Hausherr und zuletzt gehört auch das Wort Domus, Haus, dazu. Es geht also um Besitztum und Herrschaft. Und was für mich auch sehr zentral war, dass es eben spezifisch auf den Menschen fokussiert ist und hier auch auf männliche Personen oder eine Person gerichtet ist.
Ich möchte kurz auf ein Beispiel aus der früheren Kolonialgeschichte eingehen, das, wie ich finde, das Konzept von Dominion und auch die Idee von Herrschaft über die Natur sehr gut darstellt und dabei auch eine alternative Perspektive aufzeigt. Charles Sepulveda beschreibt in einem Artikel, wie in Kalifornien der Santa Ana River von den KolonisatorInnen dort wahrgenommen und behandelt wurde. Und für Aksha-Shimen und Tongva, die indigene Bevölkerung der Gegend, lebte der Fluss in einem immer wiederkehrenden Zyklus, bei dem das Wasser verschiedene Stadien erreichte und es ein vielfältiges Ökosystem gab und wo der Lebenszyklus des Flusses verknüpft war mit dem Lebenszyklus der Menschen. Dazu finde ich sehr spannend, wie der Fluss von den europäischen KolonisatorInnen betrachtet wurde. Diese siedelten zum Beispiel am Fluss, aber dieser wurde, wenn er sich durch Überschwemmungen ausdehnte, als eine Gefahr wahrgenommen. Und Menschen starben durch diese Naturkatastrophe und Lebensgrundlagen wurden zerstört. Und das führte dann dazu, dass versucht wurde, ihn zum Beispiel durch Dämme und Wasserreservoirs unter Kontrolle zu bringen. Dementsprechend also wurde der Fluss dem Leben der Menschen untergeordnet und der Fluss sollte beherrscht werden. Es gibt im nordamerikanischen Raum einige Indigenous Thinkers und Activists, die grundlegende Unterschiede zwischen europäisch-kolonialen Naturkonzepten und indigenen Naturkonzepten sehen. Und ich glaube, es ist wichtig, hier nicht so eine einfache Gegenüberstellung von westlichen und indigenen Konzepten zu machen. Doch ich denke, es ist wichtig, dies anzumerken und zu sagen, dass der Kampf um Rechte für die Natur von vielen Indigenous Nations schon seit sehr, sehr, sehr langer Zeit geführt wird und meistens in den dominanten westlichen Diskursen erstickt worden ist. Rights of Nature stellt vor allem einen Gegenentwurf zu einem sehr westlich geprägten Herrschaftsanspruch über die Natur dar. Aber woher kommt eigentlich dieser Herrschaftsanspruch? Als ich mich damit auseinandergesetzt habe, wollte ich erst mal verstehen, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass sich Menschen über Natur stellen können, also rein praktisch sozusagen. Der Soziologe Johann Goldblum hat sich dafür vor allem mit dem Feuer beschäftigt. Das Feuer ist eine ganz wichtige Quelle von Licht, Schutz und Wärme und weitergedacht dann eine Grundlage für Produktion und teilweise auch für die Agrarisierung von Gesellschaften. Das geht allerdings auch immer mit einem gewissen Maß von Zerstörung einher. Dazu muss man aber auch sagen, dass es natürlich kein linearer, globaler Prozess von einer Menschheit ist. Aber vielleicht bietet es einen Ansatz, um eine Machtverschiebung zwischen Mensch und Natur zu verstehen. Das allein rechtfertigt natürlich noch nicht die Entstehung eines Herrschaftsdenkens, besonders in westlichen Staaten. Denn gerade bei Rights of Nature sehen wir eben in indigenen Völkern ein ganz anderes Naturverständnis oder unterschiedliche Naturverständnisse. Aber unter anderem Tom Goldtooth, der bei Rights of Nature immer wieder auftritt, sieht man einen Ursprung der Dominion over all things in jüdisch-christlichen Gedanken. Dem bin ich ein bisschen nachgegangen und zum Beispiel im Alten Testament, im ersten Buch Mose, findet man schon gleich 2 Zitate dazu. Wie folgt. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Oder seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Wie man hier sieht, ist der Begriff des Herrschens also durchaus sehr zentral. Gleichzeitig heißt es auch, dass das Christentum zu einer Entgötterung der Natur geführt hat, weil es einen sehr persönlichen Gott eigentlich im Christentum gibt, wenn man das so verallgemeinern kann oder könnte. Gleichzeitig gibt es aber auch dazu sehr vehemente Gegenpositionen, die die Natur eben gerade als Schöpfung Gottes und als Symbol Gottes verstehen, das der Mensch bewahren soll. Letztlich ist auch die Religion nie ein alleiniger Antrieb für menschliches Handeln. Aber bei uns geht es auch gar nicht um ein Bibelverständnis oder um ein richtiges Bibelverständnis, sondern vielmehr darum, wie sie letztlich tatsächlich ausgelegt und benutzt wurde.
Hier kann man sich zum Beispiel den britischen Philosophen John Locke anschauen, der für die Kolonialisierung Amerikas sehr entscheidend war. In seinen Two Treatises of Government bezieht er sich immer wieder auf Gott und rechtfertigt damit auch durchaus ein, wie er sagt, natürliches Recht auf Privateigentum. Man sieht also, dass jüdisch-christliche Glaubensansätze nicht unbedingt Ursprung des Herrschaftsdenkens sind, aber durchaus zur Legitimation davon benutzt wurden. We got to hold them accountable. And what is the mechanism to do that? That mechanism is actually the Universal Declaration on the Rights of Mother Earth. What we're looking at with the tribunal is showing people that there is a new system of law that we can be operating under, in which we are living in understanding that we're part and particle of nature. And right now, we're seeing nature as property, and this means that we're in the old paradigm of humans having dominion over nature. And as long as we see ourselves as above nature versus as being part of nature, we're not going to be living in healthy ecosystems for ourselves or future generations. And we really need to understand that Mother Earth is alive. Was heißt es eigentlich, wenn ein Fluss zu einem Rechtssubjekt wird? Was heißt es, wenn einem Fluss Rechte zugesprochen werden? Im Grunde ist das ganz leicht zu erklären. Das Naturphänomen, in diesem Fall also der Fluss, wird eine legal anerkannte Einheit. Das bedeutet auch, dass sie bei Verletzungen oder Beschädigungen gerichtlich den oder die Verursacher gegen diese vorgehen kann. Jetzt stellt sich gleich schon die nächste Frage, nämlich wer darf denn für die Natur vor Gericht sprechen? Wer darf im Namen eines Flusses Anklage erheben? Diese Frage zu beantworten ist schon etwas schwieriger. Ich habe mir im Rahmen des Seminars vor einem Gerichtsverfahren der Organisation Global Alliances for Rights of Nature angesehen. Diese veranstalten nämlich jedes Jahr die International Rights of Nature Tribunals. Das sind keine echten, rechtlich gültigen Gerichtsverhandlungen, vielmehr sind sie symbolisch und alle Mitwirkenden wollen vor allem ein Beispiel setzen, wie es wirklich sein könnte, sollte den Rechten der Natur mehr Gehör verschafft werden. Teilnehmer sind oft unter anderem ausgebildete Juristen wie Alberto Alcosta, Nimmo Bassey und Shannon Biggs, die als Richter in diesen Verhandlungen dann auch fungieren. Kläger sind lokale Aktivistinnen, die sich oft schon längst jahrelang für den betroffenen Raum einsetzen. Auch gibt es in jedem Fall mehrere Zeugen, meist ebenfalls AktivistInnen oder wissenschaftliche ExpertInnen. Diejenigen, die tatsächlich angeklagt werden, in den meisten Fällen also Großkonzerne, Minister oder sogar ganze Regierungen, sind natürlich nie vor Ort. Ich würde an dieser Stelle gerne einen Ausschnitt eines Eröffnungsplädoyers von Richard Falk, einem Professor für internationales Recht an der Princeton University, zeigen, die er während eines dieser Gerichtsverfahren gehalten hat. Dies war während des Verfahrens zum Balkan Rivers Case, in dem es um die Flüsse Serbiens geht, die zurzeit stark beschädigt werden, da Hunderte von Dämmen an fast jedem Fluss gebaut werden und damit grüne Energie generieren sollen, aber tatsächlich wird dabei sehr außer Acht gelassen, dass die Ökosysteme vor Ort gänzlich zerstört werden. Richard Falk betont in diesem Ausschnitt, wie wir als Gesellschaft der Natur mehr Recht und Gehör ermöglichen sollten. Without further ado, I'm going to hand over to Judge Richard Falk, who is the judge with responsibility for this particular case. Richard. It's a great privilege to be part of this tribunal, and it's notable, I think,
that the inspiration comes from indigenous people, from Ecuador, Bolivia, people of the who have been victimized by the misuse of the wonders of the earth. And now, as Cormac mentioned, we seek restorative justice and to recover control over these fundamental foundations of life of all beings. And the inspirational messages that we've already heard suggest that in a way, this is a response to the original sin of modernity, which was to take nature for granted as there for us humans. And this tribunal, in a sense, is a recognition of the need for ecological humility if we are to survive as a species. If we are to survive as a species, we must become mindful of our place in nature, not our dominion over nature. And in that sense, it is a matter of adjusting the perspective. And our judgment in this case is addressed to the concrete reality of encroachment on the wild rivers of the Balkans that, as has been said, are the few remaining treasures of the pre-modern world. And those treasures are precious and must be preserved. It occurs to me also that this is a jurisprudence that comes from below, from civil society, from people, and not from states, not from above, which we're accustomed to think of law as descending on us rather than originating from us. And that's really a fundamental reconfiguration of jurisprudence, hopefully the jurisprudence of the future. And it occurs to me in taking part in this momentous initiative that we need a new type of patriotism. The patriots are known now in this period of modernity as patriots for and of the state. And that has brought us war, and it has brought us predatory capitalism, and it has brought us imperialism and colonialism. Now we're in a new era, or we need to be we need to help make the revolutionary transition to a new era. And that new era consists of patriots of nature, those who think of themselves and of their citizenship as belonging to a guardianship of nature. And further, we need to believe ourselves to be guardians of humanity toward what might be called a responsible anthropocentrism. And a responsible anthropocentrism means not renouncing the humanistic basis of our existence on the planet, but adjusting it to the imperatives of ecological humility. And it is
with those ideas, that I find that this tribunal is an example, a metaphor of the wider problems that the people of the earth face at this time. And it's hopeful that we're gathered virtually to meet this challenge. Thank you. Thank you very much. Kommen wir noch einmal zurück auf die Frage, wer für die Natur sprechen darf. Ein wichtiger Teil der Verfahren ist der, dass Zeugen und Experten im Grunde alle, die vor den Richtern eine Aussage machen, erklären müssen, warum sie denken, dass sie für die Natur sprechen dürfen. Diese Antworten sind oft sehr unterschiedlich gewesen, aber meistens begründen die Anwesenden ihr Recht doch damit, dass sie lange mit dem Naturphänomen, das sie vertreten sind, eine persönliche Bindung haben. Im Falle der Expertin ist es oft meistens so, dass sie einfach lange dort vor Ort geforscht haben. Genau. Aber reicht dies, um die Position inne zu haben? Wer kann die Natur eigentlich repräsentieren? Wer darf im Sinne der Natur sprechen? Sollte es rechtlich anerkannte Vormünder geben, so wie bei Kindern? Als Einstieg habe ich mir zum Semesterstart erstmal eine Übersicht erarbeitet, welche Flüsse Rechte zugesprochen bekommen haben. Es ist auffällig, dass es tatsächlich meistens nur Flüsse sind, die diese Rechte bekommen oder die zum Rechtssubjekt erklärt werden. Warum das so ist und warum andere Naturentitäten nicht so bevorzugt werden oder auch nicht so viel Beachtung bekommen, kann man eigentlich gar nicht so genau sagen. Dafür gibt es keine Begründung. Am bekanntesten ist wohl der Wanganui-Fluss in Neuseeland, der 2017 als Rechtssubjekt anerkannt wurde. Zuvor hatten die Maori jahrzehntelang dafür gekämpft, dass der Fluss und sein Ökosystem anerkannt werden, da es immer mehr und immer stärker zur Zerstörung vor Ort kam. Dies ist aber bei weitem nicht der erste Fluss, der diese Rechte zugesprochen bekam. Seit Ecuador 2008 schon Rights of Nature in die Landesverfassung aufnahm, gibt es immer wieder Versuche, Flüssen Rechte zu ermöglichen, die meistens auch gelingen. Ein relativ neuer Fall ist der Magpie River in Kanada. Diese Idee ist also auch überall und noch immer auf der Welt vertreten. Dass diese Versuche aber nicht immer gelingen, zeigt Indien. 2017 wurde zunächst der Ganges und der Yamuna, also zwei sehr große Flüsse, zu Rechtsobjekten ernannt. Wenige Monate später jedoch entzog der Supreme Court ihnen diesen Status sofort wieder, mit der Begründung, sie seien keine living entities. In dieser Debatte geht es also auch immer wieder darum, was Leben ist und was eine lebendige Entität ist und wer eigentlich dafür zuständig ist, dieses zu definieren. Hier ist es auch wichtig zu erwähnen, dass nicht nur Flüsse Rechtssubjekte sind. In Neuseeland gibt es beispielsweise den Te Urewa Park und den Berg Taranaki, welche beide als Rechtssubjekte anerkannt sind. Vor wenigen Jahren gab es auch den Fall, dass einem Affen in Amerika dieser Status gegeben wurde. Das sei hier aber nur am Rande bemerkt. Welchen Status hat die Natur eigentlich in unserer Gesellschaft zugesprochen bekommen? Die Natur zählt nicht als Person, also wird ihr auch keine Würde zugesprochen, die mit der des Menschen zu vergleichen wäre. Zu sagen, die Natur besäße gar keine Würde, finde ich aber auch wiederum sehr viel zu pauschal als Beschreibung. In unserer Gesellschaft gibt es immer noch eine Freikaufmentalität. Das heißt, wenn die Umwelt beschädigt wird, so werden Ausgleichsflächen angelegt oder die Verursacher müssen lediglich ein Bußgeld zahlen. Das ist tatsächlich sehr fatal. Die Natur bzw. das Ökosystem vor Ort ist schließlich trotzdem zerstört und kann nie wieder den eigentlichen Urzustand erreichen. Es zeigt sich also, dass im großen Kontext die Natur von Menschen immer noch als Objekt angesehen wird und nicht als Subjekt, das, was wir gerne hätten. Diesen Umschwung im Denken zu schaffen, wäre also schon ein erster, sehr, sehr großer Schritt in die richtige Richtung. Ja, daran knüpft vielleicht auch irgendwie so die Frage an, ob ich oder ob dieses Thema Rechte der Natur hier irgendwie belächelt wird. Auf jeden Fall
und oft auch aus so einer westlichen Überheblichkeit, die sagt, ja, gibt es vielleicht in Ecuador, ist da dann irgendwie so Black Letter Law, wird eh nicht durchgesetzt, das Rechtssystem dort ist eh irgendwie so defizitär und so. Also sowas hört man schon relativ häufig, leider. Genau, und auch allein diese Vorstellung, dass irgendwie Naturrechte haben könnte, wird schon auch zum Teil noch belächelt. Gut, ich möchte euch jetzt noch über einen anderen wichtigen Aspekt erzählen, der auch Teil der Rights of Nature Movement ist. Und das sind die Future Generations, also die zukünftigen Generationen und die Frage, ob sie ihre Rechte bereits einklagen können, obwohl sie ja noch gar nicht existieren. Diese wurden vom Staat auch tatsächlich schon gesetzlich anerkannt, und zwar in Artikel 20a im Grundgesetz. Und da steht, der Staat schützt auch in Verantwortung für die zukünftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und Tiere. Aber wenn jetzt zukünftige Generationen schon Rechte haben, warum hat die Natur denn keine? Es ist ja genauso nach dem Gesetz ein noch nicht existierendes Objekt. Was uns auch aufgefallen ist, oftmals betiteln sich Personen, die in den Rights of Nature Movements aktiv sind, selber auch als Grandparents, also als Großeltern, und verweisen somit auch wieder auf die jüngeren Generationen und damit natürlich auch auf die noch kommenden Generationen. Die tiefe Verbindung der Rights of Nature Movement und den Future Generations kann man auch an den Klagen der letzten Jahre beobachten. Da gibt es nämlich einige. Und ich würde euch jetzt gerne von einem spezifischen bisschen was erzählen. Und zwar gab es da in Deutschland einen ganz großen Fall. Und zwar haben da 9 Klimaaktivistinnen, unter anderem Luisa Neubauer, die kennt man ja so als bekannteste deutsche Klimaaktivistin, eine Verfassungsbeschwerde gegen das Klimaschutzgesetz eingereicht. Und zwar haben sie gesagt, dass die Klimaziele nicht im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen stehen und somit die Lebensgrundlage zukünftiger Generationen bedrohen. Und sie haben tatsächlich auch vom Bundesverfassungsgericht teilweise Recht bekommen. Und die Regierung hat jetzt die Auflage, dieses Gesetz bis Ende 2022 zu ändern. Der Fall in Deutschland ist aber natürlich nicht der einzige Fall. Man kann vergleichbare Fälle überall auf der Welt finden. Zum Beispiel ein ganz interessanter in Kolumbien, wo 25 junge Menschen mit dem Ziel, die Abholzung des Regenwaldes zu verringern, gegen das Umweltministerium und andere geklagt haben. Und dies fand eben auch mit Blick auf die zukünftigen Generationen statt, da diese am stärksten vom Klimawandel betroffen sind. Und über die letzten Jahre hinweg kann man auch sehen, dass ein starker Anstieg von naturbasierten Klagen stattfindet. Also man kann sehen, dass es immer und immer mehr werden. Also das Thema gerät immer mehr in die Öffentlichkeit. Bei den aufgeführten Beispielen handelt es sich jetzt natürlich um Klagen, die die Natur schützen wollen. Und da haben wir uns natürlich auch die Frage gestellt, gibt es überhaupt Länder, die vielleicht schon konkrete Gesetze haben, die die Natur schützen? Und Vorreiter und das wohl bekannteste Beispiel dafür ist Ecuador, welches 2008 die Rechte vom Schutze Pachamamas bzw. Mutter Natur verabschiedet hat. Aber es gibt natürlich auch noch andere Beispiele. 2010 beispielsweise wurde in Bolivien auch so ein Gesetz verabschiedet. Das war ungefähr parallel zu der Zeit der World People's Conference on Climate Change and the Right of Mother Earth. Und das Gesetz wurde 2012 auch nochmal erweitert und es spricht der Mutter Natur auch verschiedene Rechte zu, unter anderem das Recht zu leben und zu existieren. Und hier habe ich auch noch einmal für euch, was genau das zum Beispiel umfasst. Das sind nämlich the right to life, the right to diversity of life, to water, to clean air, to balance, to restoration und the right to live free from pollution gewährt. Ein anderes Beispiel, was man auch noch findet, ist Uganda. Da wurde 2019 der National Environment Act verabschiedet, in dem der Natur auch wieder verschiedene Rechte zugewiesen werden. Und der sagt genau aus, Nature has the right to exist, persist, maintain and regenerate its vital cycles, structures, function and its processes in evolution. Die Natur können aber natürlich auch in kleineren Rahmen Rechte zugesprochen werden. Da habe ich zum Beispiel 3 schöne Beispiele in Amerika gefunden.
Da haben verschiedene Gemeinden, unter anderem Pittsburgh, Pennsylvania und Lafayette, der Natur Rechte zugesprochen. Leider muss man jedoch auch feststellen, dass diese Gesetze nicht zwangsläufig befolgt werden. Teilweise sind sie mehr Schein als Sein. Und was auch ein wichtiger Kritikpunkt ist, dass es oftmals aus westlichen Kreisen leider Gottes auch belächelt wird. Es wird nicht ernst genommen. Ich habe mich mit der Frage beschäftigt, was Natur überhaupt ist und wie wir, der Westen, die Natur wahrnehmen, aber auch wie die indigene Bevölkerung die Natur wahrnimmt und wie über sie berichtet wird. Genauso habe ich mich auch mit der Bedeutung des Naturbegriffes auseinandergesetzt. Hierfür habe ich mich halt hauptsächlich auf den Anthropologen Philippe Descola bezogen. Er hat mir mit seiner Vorstellung der Naturfrage bei den European Tribunals in Defense of Aquatic Ecosystems viele neue Sichtweisen auf mein eigenes Naturverständnis gebracht. Laut Definition bedeutet Natur in der westlichen Philosophie alles, was an biotischen und abiotischen Erscheinungen ohne Zutun des Menschen existiert oder sich entwickelt. Nach dieser Definition von Natur habe ich mich eben gefragt, ob es Natur überhaupt gibt. Weil wenn Natur das ist, was von den Menschen unberührt ist und alles, was berührt bzw. geschaffen bei so Kultur ist, gibt es ja quasi gar keine Kultur mehr. Und wenn es keine Natur gibt, was gibt es dann überhaupt zu schützen? Frage, da geht es jetzt eigentlich wieder um den Beitrag zu Bayern, aber trotzdem ganz übergreifend auch, weil es da auch so ein bisschen darum ging, um das Recht der Natur auf Natürlichkeit, hieß es da irgendwie. Und da habe ich mich halt so gefragt, wie würdest du das irgendwie beschreiben, was dann eigentlich Natur ist? Und also es ist natürlich jetzt eine Riesenfrage irgendwie, aber was auch Natürlichkeit ist und wann existiert demnach keine Natur? Also weil Natur ja irgendwie immer da ist, aber es gibt natürlich sehr veränderte Naturen. Jetzt gerade bei diesem Bergbauunternehmen irgendwie geht es natürlich um Vorhaben, das erst noch passieren soll oder eben nicht passieren soll und das noch verhindert werden kann. Aber es gibt ja ganz vieles, was längst passiert ist natürlich und oder was gerade noch passiert, also Plantagen oder Monokulturen oder sowas. Inwiefern kann das dann als Natur und als natürlich betrachtet werden? Ja, das ist eine Frage, also auf die ich keine irgendwie festen Antworten habe, die irgendwie so gar nicht, glaube ich, beantwortet werden kann. Ich meine, du hast so dieses grundsätzliche Problem ja irgendwie angesprochen, so, also wenn die Natur sehr, sehr stark irgendwie beschädigt, zerstört wird, hört dann die Natürlichkeit auf. Das kann ja eigentlich nicht sein, weil sie soll ja gerade davor geschützt werden. Und der Martin Gorki, das ist so ein Umweltethiker, der hat da macht das irgendwie sehr, sehr plastisch. Der sagt, das ist so ein Fluss, der ist so, also ein ganz natürlicher Fluss, praktisch kein menschlicher Eingriff. Irgendwann werden so einzelne Schwellen eingezogen, dann vielleicht am Rand was, dann wird der Flussverlauf geändert und irgendwann ist es so ein ganz gerader Kanal. Und wann in diesem Prozess hört die Natürlichkeit auf und wann hätte man dann irgendwie, wenn es Rechte der Natur gäbe, als Person, die für diesen Fluss klagen will, eingreifen müssen? Vom ersten Schritt oder erst nach dem letzten? Ich glaube, das zeigt das irgendwie so. Es kann ja nicht sein, dass man nur davor irgendwie tätig werden muss. Es gibt jetzt auch ein neueres Urteil in Ecuador zum Rio Monchas, das ist so ein Fluss der fließt auch durch Quito, ist so hochgradig verschmutzt und da sagt das Gericht ja ganz klar, hat er auch Rechte und kann sich auch auf die Rechte der Natur berufen, weil es ja irgendwie nicht sein kann, dass man ab einem gewissen Grad irgendwie, dass man keine Natürlichkeit mehr annimmt. Aber Praxis ist natürlich schwierig, dann könnt ihr auch irgendwie so einen Parkplatz irgendwie klagen, dafür, dass er kein Parkplatz mehr ist. Genau, das ist, glaube ich, kann man, glaube ich, nicht so abstrakt irgendwie definieren, wo hört das jetzt auf? Ich glaube, das kann wirklich nur so Fall für Fall ausgehandelt werden. Oder jedenfalls habe ich noch keine Idee, vielleicht hat der von euch irgendwie wäre eine Idee.
Du sprichst es ja auch in einem deiner Artikel an, dass dann eigentlich in solchen Fällen nicht ein Recht auf Natürlichkeit eingeklagt werden kann, sondern ein Recht auf Reparationen. Wir fanden diese Sprache auch sehr spannend, weil Reparations, diese Sprache kennen wir heute vor allem aus dem nordamerikanischen Raum. Kannst du vielleicht zu dieser Tendenz noch was sagen? Also werden Reparations in the name of nature sozusagen eingeklagt heutzutage? Ja, so Reparationen, die spielen tatsächlich in vielen lateinamerikanischen Rechtsordnungen auch so eine große Rolle, ist auch angestoßen vom Interamerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte, der das irgendwie auch sehr stark macht und der eben nach Menschenrechtsverletzungen auch immer Reparationen fordert. Die können natürlich ganz verschieden aussehen. Also wir sind jetzt, glaube ich, aus Ecuador jetzt noch kein Fall bekannt, wo wirklich ein Gericht sagt, okay, ihr müsst das jetzt reparieren, ihr müsst das jetzt irgendwie zurückbauen. Das ist mir noch nicht bekannt. Weiß ich nicht warum, ob es sowas noch geben wird. Genau, das ist auch die Frage, wie genau so ein Rückbau würde ja irgendwie praktisch gehen, aber häufig sind ja Reparationen auch auf Geldzahlung gerichtet. An wen würden die dann gehen? In Ecuador, das ist, glaube ich, in Ecuador noch ungeklärt. Es ist unklar, ob die Natur irgendwie über so ein eigenes Vermögen verfügen kann. Viele Vorschläge, auch schon Christopher Stone, der ja irgendwie so einer der ersten war, der die Idee hat, der fordert dann ja irgendwie so ein Fund praktisch, wo praktisch so Zahlungen eingehen und für die Natur irgendwie so treuhänderisch verwaltet werden. Das wäre sicher auch eine Möglichkeit. Aber ich meine, dieser Begriff der Reparationen ist ganz weit und der umfasst der lateinamerikanischen Rechtsprechung auch so Sachen wie, dass sich dann irgendwie entschuldigt wird dafür. Und die machen dann zum Beispiel so ganz genaue Vorgaben in so Urteilen. Die sagen, okay, ihr müsst jetzt in diesem kommunalen Radio so und so oft sagen, das war rechtswidrig und euch dafür entschuldigen oder so. Also da ist ganz viel damit umfasst. Genau. Mit einer ähnlichen Frage hat sich eben auch Descolar beschäftigt. Laut ihm handelt es sich bei den Amazonas-Regenwald im Prinzip auch nur um einen riesigen Garten, quasi einen Makrogarten. Denn um einen Garten zu eröffnen, brandrodet oder leert man eben eine Fläche und fängt an, ihn aufzuförstern und mit fremden Pflanzen zu bepflanzen. Wenn man ihn nun nach Jahren anfängt, sich selbst zu überlassen, wird der Garten anfangen, die Fläche zu kolonialisieren. Und die kultivierten Pflanzen verschwinden und die transplantierten Pflanzen bleiben eben dort mit einer höheren Sensibilität. Ja, das ist eben auch das, was wir Menschen seit über 10.000 Jahren mit den Amazonas-Regenwald machen. Die Kultivierung von Pflanzen im Amazonasgebiet unterscheidet sich demnach nicht von der Bewirtschaftung von Waldressourcen. Aber nicht nur im Amazonasgebiet ist das so. Wenn wir uns mal umschauen, findet nahezu nirgendwo Natur in ihrer ursprünglichen Form statt. Selbst Nationalparks oder Naturschutzgebiete sind permanent unter der menschlichen Beeinflussung. Alleine schon, weil die Flächen eben begrenzt sind in einem bestimmten festgelegten Gebiet und so eine natürliche Form des Wachstums, also in Form von wir breiten uns über die Grenzen aus, gar nicht stattfinden kann. Und auch Tiere können so nicht so leben oder migrieren, wie sie es vielleicht eigentlich gewollt hätten. Ja. Natur ist also ein Produkt von menschlicher Aktivität. Für die eurozentrische Sicht ist Natur allerdings nur eine metaphysische Abstraktion. Demnach wäre das Recht der Natur allerdings zumindest für uns bedeutungslos, weil metaphysische Abstraktionen können nicht nach Rechten streben. Die Völker des Amazonias, im nördlichen Nordamerika und in Nordsibirien oder auch in Südostasien nehmen von den meisten Wesen an, dass sie eine ähnliche Innerlichkeit verfügen, während sie aber eben sich körperlich unterscheiden.
Die Menschen in Europa seit dem klassischen Zeitalter nehmen hingegen an, dass nur die Menschen das Privileg einer Innerlichkeit besitzen, während sie durch ihre materiellen Merkmale mit dem Kontinuum des Nichtmenschlichen verbunden sind. Ein witziger Fall, von dem ich noch online gelesen habe, ist der Fall von dem Baum, der sich selbst gehört. Der Baum, der sich selbst gehört, ist irgendwann umgefallen und jetzt steht an der Stelle der Nachfolger des Baums, der sich selbst gehört. Und ob das Ganze so rechtens ist auch fraglich, aber es wird so anerkannt. Und nachdem ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt so, hey, wie wäre das in Deutschland? Kann man die Natur sich selber wieder vererben? Und dann habe ich mal so ein bisschen recherchiert und die kurze und knappe Antwort ist nein, das geht leider nicht. Aber dadurch bin ich so ein bisschen auf die Frage gekommen, was kann jeder Einzelne machen? Und diese Vorschläge sind jetzt auch nicht mit der Rights of Nature Bewegung zu vergleichen, aber vielleicht ein Weg der Natur wieder etwas mehr Respekt entgegenzubringen. Weil wenn wir uns alle gegenseitig respektieren und achten, dann würde es das gar nicht benötigen. Und deswegen habe ich jetzt ein paar kleine Vorschläge für euch. Und zwar so der erste Vorschlag, ganz simpel, Blumensamen pflanzen mit bienen- und insektenfreundlichen Pflanzen. Im Garten, wo auch immer, im Hochbeet, gibt ja überall Platz. Und die bekommt man mittlerweile ja auch überall teilweise hinterhergeworfen, wenn man irgendwas anderes kauft. Was auch ein anderer Weg ist, ist natürlich Stiftung und Petition zu unterstützen. Das, selbst wenn man jetzt nicht viel Geld hat oder so, aber das hilft immer. Ja, es ist ein guter Weg auf jeden Fall. Oder ihr könnt auch selber eine Stiftung gründen. Ihr könnt beispielsweise eine Stiftung gründen, die das Erbe von Leuten verwaltet, die ihr Privaterbe, ihr Privatgrund der Natur zurückgeben wollen, auch wenn es vom Gesetz noch nicht anerkannt ist, dass diese Petition oder diese Stiftung das Ganze dann verwaltet. Das wäre auch eine Idee. Damit kommen wir jetzt auch zum Ende unseres Vortrages und wir hoffen, ihr hattet ganz viel Freude mit unserem Thema. Wir hatten auf jeden Fall sehr viel Spaß beim Recherchieren und ich danke allen fürs Zuhören. In Bayern gibt es zurzeit ein parteiübergreifendes Volksbegehren, welches die Rechte der Natur in dem bayerischen Grundgesetz und schlussendlich in die Verfassungen aller Bundesländer verankern will. Dieses Volksbegehren soll auch in Deutschland den Grundstein für eine neue Beziehung zur Natur als Trägerin von Rechten legen. Schließlich sind Unternehmen und Vereine auch schon lange juristische Personen. Warum dann nicht die Natur?